Hallo, ich bin Franzi und ich möchte mit euch basteln. Heute möchte ich einen Schuhkarton in ein Aquarium mit euch verwandeln. Und würde sagen, nicht lang schnacken, los geht's! Für euer Aquarium braucht ihr festes Papier, Bastelfarben, Pinsel und ein Wasserglas, Seidenpapier in verschiedenen Grüntönen, einen Locher, Klebeband, einen alten Gewürzstreuer, Garn, Klebstoff, einen Radiergummi, Bleistift, ein Cuttermesser und einen Schuhkarton. So, kaum zu glauben, aber aus diesem langweiligen Schuhkarton werden wir ein richtig tolles Aquarium basteln. Dafür schneiden wir zuallererst eine kleine Futterluke in den Karton, damit ihr später eure kleinen Aquariumbewohner auch füttern könnt. Dazu braucht ihr einmal das Lineal und den Bleistift und dann einfach einen langen Strich drauf. Und dann einen zweiten Strich mit 1 cm Abstand. Und dann schneidet ihr mit dem Cuttermesser einfach die vorgezeichnete Linie nach. Ihr könnt es auch mit einer Schere machen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Mit dem Cuttermesser geht das ein bisschen schneller. So, fertig ist die Futterluke und weiter geht's mit dem nächsten Step. Als nächstes malt ihr euren Schuhkarton komplett innen mit blauer und grüner Farbe aus, dass das richtig nach Unterwasserwelt aussieht. Generell ist es immer gut, wenn man bei deckenden Farben von dunkel nach hell malt. Also erstmal dunkle Farben auftragen, ein bisschen antrocknen lassen und dann nochmal was Helles oben drüber. Ich habe jetzt relativ dunkle Farben gewählt. Ihr könnt das natürlich auch heller anmalen, so wie ihr das möchtet. Und zum Beispiel den Boden eher Sandfarben anmalen. Um das Aquarium komplett innen anzumalen, braucht ihr ein bisschen Geduld und Spucke. Am besten, ihr macht euch dazu ein Hörbuch an. Dann ist das nicht so langweilig. Wenn ihr noch ein bisschen Weiß reinmischt in eure Unterwasserfarben, könnt ihr noch so kleine helle Akzente setzen. Sieht dann so richtig schön nach Unterwasserwelt aus. Und wenn ihr fertig seid mit Anmalen, dann könnt ihr euren Pinsel auswaschen und das Aquarium zum Trocknen zur Seite stellen. So, als nächstes braucht ihr das feste Papier, um die Einrichtung für euer Aquarium zu gestalten. Und die zeichnet ihr mit einem Bleistift und den Radiergummi, falls ihr was wegradieren wollt. So, ich fange jetzt an mit einer kleinen Aquarienpflanze und dann lasst ihr unten ein bisschen Platz, weil da kommt dann nämlich eure Lasche hin. Da zeichne ich einfach so ein kleines Rechteck hin. Daran könnt ihr dann später die Pflanze an dem Aquarienboden festkleben. So, dann brauchen wir nochmal die Farben. Ihr könnt euren Pinsel ein bisschen vorher nass machen, wenn ihr die Farben ein bisschen transparenter aufmalen wollt und nicht so dick. Und dann malt ihr das einfach ein bisschen an, so wie ihr das schön findet. Und das Gute ist, dadurch, dass ihr das später ausschneidet, ist es egal, ob ihr über den Rand malt. Und dann nehme ich noch ein bisschen Blau dazu. So, dann ist die fertig und dann habt ihr hier auf dem Blatt natürlich noch ganz viel Platz für andere Sachen, für Steine, für Korallen, für Pflanzen. Und danach, wenn ihr das gezeichnet und gemalt habt, lasst ihr es nochmal trocknen. So, dann können wir das auch schon ausschneiden. Ich mache das immer so, dass ich einmal komplett drumherum schneide und ein kleineres Stück habe. Den Rest vom Papier könnt ihr dann noch weiter benutzen. Schnipsel weg. Fertig ist eure erste Pflanze. Und dieses untere Teil könnt ihr nachher umknicken. Da kommt dann die Klebe drauf und wird am Boden vom Aquarium festgeklebt. Hier seht ihr meine fertigen Pflanzen und Steine. Tobt euch richtig aus und werdet kreativ und denkt euch die verrücktesten Sachen aus. Und dann können auch schon eure Bewohner einziehen. Und ich fange jetzt einfach mal an mit einem kleinen Fisch für unser Aquarium. Ihr könnt euch da auch wirklich komplett aus der Fantasie Fische überlegen.
Das Tolle an unserem Aquarium ist, das können auch Bewohner sein, die eigentlich nicht in ein Aquarium normalerweise reinpassen würden. Zum Beispiel ein großer Kugelfisch oder irgendwas anderes. Und wenn ihr fertig mit dem Zeichnen seid, könnt ihr wieder anfangen mit dem Anmalen. Ich würde mal erstmal mit einer Grundfarbe anfangen. Mein Fisch mache ich gelb. Dann malt ihr erstmal den ganzen Fisch in einer Farbe an und dann könnt ihr Details später noch dazu malen. So, und wenn der Fisch getrocknet ist, dann könnt ihr ihn ausschneiden. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann kopiert ihr jetzt euren Fisch, den ihr schon fertig gemacht habt, nochmal auf das Papier, indem ihr einmal den als Schablone benutzt und mit dem Bleistift einmal drumherum zeichnet. Und dann könnt ihr diese Seite nämlich auch noch bemalen. Und hier kommt dann später der Faden dran, dazwischen. Dann kann sich der Fisch drehen und er sieht von beiden Seiten gut aus. Welche Tiere ziehen denn bei euch im Aquarium ein? Ihr könnt euch ganz viele unterschiedliche Motive überlegen. Ich habe hier zum Beispiel eine Krabbe und eine Muschel. Ihr schneidet ein Stück von dem Faden ab und ein Stück vom Klebeband. Und klebt ein Garnende an eurem Fisch fest, und zwar von der Innenseite. Und klebt dann die andere Hälfte da drauf. Es muss übrigens keine Heißklebe sein, das kann natürlich auch ein anderer sein, zum Beispiel ein Klebestift. Fertig ist der erste Fisch. Damit es noch ein bisschen gemütlicher ist für eure Bewohner in dem Aquarium, könnt ihr Seidenpapier in schmale Streifen schneiden und als Seegras in euer Aquarium kleben. Als Fischfutter könnt ihr einfach eine alte Gewürzdose nehmen und die mit ein bisschen Papier bekleben. Dafür einfach ein bisschen Klebe beim Gewürzstreuer auftragen. Den überschüssigen Rest könnt ihr dann einfach abschneiden. Und für das Futter an sich nehmt ihr einfach ein bisschen Papier. Am besten einfach ein paar Seiten übereinander, dann geht es schneller. Und einen Locher und locht ein paar Seiten. Löcherpunkte ausschütten und ab in eure Futterdose. Fertig ist das Fischfutter. Das Seegras klebt ihr jetzt ganz einfach an die Decke eures Aquariums. Genauso wie die Steine, Korallen und auch eure Bewohner. Die könnt ihr natürlich an die Seiten kleben und auf den Boden. Und fertig ist euer Aquarium. Das hat heute wieder richtig Spaß gebracht, obwohl ich auch ins Schwitzen gekommen bin. Das war nicht so einfach, aber ich bin sehr gespannt, wie das bei euch gelaufen ist. Und schreibt mir das auch am besten in die Kommentare. Wer ist in euer Aquarium eingezogen? Eine Krake, eine Krabbe oder ein Kugelfisch? Ich möchte es auf jeden Fall wissen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss!